Hello and welcome. You're watching the Talent Talks here at the Prix Ars Electronica 2020. And with me now is Michael Zaminer. Hi. You earned the U14 Award of Distinction with your coded art gallery. Michael wrote 9 programs and made interactive graphics. Michael, why did you do it in general? What was your motivation? Was it a school assignment? Or warum hast du das überhaupt gemacht, Michael? Was war deine Motivation? Weil es war ja keine Aufgabe, sondern in deiner Freizeit, oder? Ja, also meine Schule wollte eigentlich beim Wettbewerb teilnehmen. Das Projekt konnte dann wegen Corona nicht rechtzeitig fertiggestellt werden und deswegen habe ich mir überlegt, mein eigenes einzureichen und dadurch ich halt, was ich eingereicht habe, schon konnte, habe ich mir gedacht, das könnte gut passen und dann habe ich mir überlegt, das einzureichen. So his class actually wanted to do a project for u19 category, but because of Corona, they couldn't finish it. So Michael had the idea, hey, I can do this, I can do coding, so why not make my own project and submit it to u19? And we're happy you did it. Schön, dass du es eingereicht hast. You wrote these 9 programs with processing. You used processing. Why do you know this programming language? How did you learn it? Wo hast du Processing gelernt und warum kannst du das? Also vor circa 1,5 Jahren habe ich zu Weihnachten einen Arduino geschenkt bekommen und dort habe ich angefangen zu programmieren und dann im Laufe der Zeit bin ich auch auf Processing gestoßen und das war halt sehr cool, da konnte man grafische Sachen programmieren und das hat für den Wettbewerb sehr gut gepasst. So 1.5 years ago, he got an Arduino for Christmas and taught himself how to use it. And then he discovered processing and saw that he could use that for graphic uses, purposes, and decided to use that. But how exactly did you learn it? Did you just watch YouTube Videos? Also wie genau hast du es gelernt? Hast du dir einfach YouTube Tutorials angeschaut oder? Also die Basics hat mir halt die ganze Processing überhaupt, hat mir ein Freund gezeigt und hat mir so die Basics einmal gezeigt und mich hat das sehr interessiert und deswegen habe ich mich im Internet auch noch weiter darüber informiert und viele YouTube-Videos angeschaut. Okay, so a friend of his taught him some basics about processing, and the rest he taught himself by watching YouTube tutorials. In the presentation itself, you mentioned that it's actually all quite simple for you. So I'm interested in what was the most challenging thing about it. About doing these programs or about coding in general. Im Video sagst du, für dich ist das ja alles eigentlich recht einfach. Was findest du denn dann an diesem Programmierprozess am schwierigsten? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sich etwas vorstellt und sagt, ja, das möchte ich programmieren und es dann aber nach 2 Stunden noch immer nicht funktioniert, dass man das nicht einfach alles über den Haufen wirft, sondern weitermacht. Also das wäre schon halt immer eine Herausforderung. Okay, so you have a plan, what you want to do, and after hours of programming it still doesn't work, and to stick with it and to go with it and to follow your plans, that's the hard thing for Michael to do. I can understand that. So what do you want to do next? Or how are you using your coding skills currently? Was sind so deine aktuellen Projekte? Also wie gesagt, habe auch mal mit dem Arduino programmiert und daran baue ich gerade an einer Rakete mit einem Sensor und ja, mal hoffentlich schauen, ob das was wird. Vielleicht wird das nächstes Jahr eingereicht, mal schauen. Please. So currently he's building a rocket using Arduino with several sensors on it. What kind of sensors? Was für Sensoren sind auf dieser Rakete? Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und es soll auch, also das ist schon eine fortgeschrittene Version, die Startturbinen sollen mit einem Knopf auf Processing, der soll gedrückt werden und dann soll die Rakete hochfliegen. Also das wäre halt mein Ziel. Okay, so the rocket should be able to tell the humidity and also be able to be started with a button at the turbines. So, and how far is the rocket yet? In welchem Stadium befindet sich die Rakete? Also die Rakete selber, also das ist so ein Set, das habe ich mir schon gekauft und so und das habe ich schon ausprobiert.
mit den Sensoren und so, das funktioniert schon. Aber das mit dem Anzünden und so, da muss ich noch eine eigens 3D gedruckte Bodenstation und so bauen. Das ist schon eine kniffligere Aufgabe. Und naja, aber ich bin zuversichtlich. Okay, so he does have the rocket set at home, but he has to 3D print the starting ramp. So that's going to be the next challenge. Und eine Frage habe ich noch, nämlich du hast ja auch andere Hobbys. Du spielst gern Fußball, was ich so gelesen habe. Das heißt, und du gehst in die Schule. Wann nimmst du dir die Zeit und setzt dich hin und sagst, ich lerne jetzt eine neue Programmiersprache und programmiere mal einfach eine Art Gallery und baue eine Rakete. So, since he also has other hobbies like playing soccer and he has to go to school, where does he take the time from to sit down and build a rocket and learn a new language, programming language? When do you do that? Also die Corona-Zeit war eigentlich perfekt dafür, weil da hatte ich sehr viel Zeit. Und jetzt natürlich, die Schule fängt wieder an, da hat man weniger. Ich spiele auch noch Fußball und so, das ist dann, da hat man immer weniger Zeit und so. Aber so am Nachmittag, so am Abend geht sich vielleicht noch das ein oder andere Programm aus. So Corona played into his hands. He had more time to do all of these things, and in general he does it at night after school, sit down and follow all of his hobbies and different talents. Thank you, Michael. And we're going to take a little look into your presentation video of the coded art gallery that you sent us. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin Michael Zaminer und ich will euch heute mein Projekt für den diesjährigen Ars Electronica Wettbewerb vorstellen. Mein Projekt heißt Coded Art Gallery und die Coded Art Gallery enthält 9 Kunstwerke, die sich auf der Plattform Processing befinden. Ich habe sie dort programmiert und sie sind auch nur mit Processing ausführbar. Ich will mit diesen Kunstwerken zeigen, dass sich aus den Schnittstellen Kunst und Technologien tolle Kunstwerke erschaffen lassen. Beginnen wir gleich mit dem ersten. Dieses Kunstwerk platziert Punkte zufällig auf einem Bildschirm und so entsteht ein Bild in Pointillismus. Wie wir sehen, es ergibt sich nach dem Lauf der Zeit ein Bild.